Wie erkennt man eigentlich ein gesundes Öl? Warum leuchten die Felder in Deutschland überall gelb, aber in euren Supermarktregalen steht oft nur chemisch behandelte Industrieware? Was ist der wahre Unterschied zwischen dem billigen Rapsöl für 1,50 € und dem kaltgepressten Bioöl? In diesem Video nehmen wir 10 Rapsöle und Canola-Oils weltweit unter die Lupe, von der industriellen Mogelpackung aus der Plastikflasche bis hin zum flüssigen Gold auf Platz 1. Nach diesen Fakten werdet ihr die Ölflasche in eurer Küche mit ganz anderen Augen betrachten. Platz 10: Mazola. Wir fangen direkt mit Platz 10 und einem Namen an, den wirklich jeder von euch kennt. Egal ob in Deutschland, den USA oder Asien. Das gelbe Logo ist überall. Man denkt an Tradition, an Herzgesundheit und an ein sicheres Produkt. Aber hinter der Fassade verbirgt sich das perfekte Beispiel für ein industrielles Massenprodukt. Was viele von euch nicht wissen: Mazola ist kein kleiner Erzeuger, sondern gehört zu riesigen Lebensmittelkonzernen. Das Problem hier ist die Raffination. Um dieses Öl so neutral und extrem hitzebeständig zu machen, wird es industriell behandelt. Dabei werden die Saaten oft unter hohem Druck und Hitze gepresst und anschließend chemisch gereinigt. Das Ergebnis? Ein absolut totes Öl. Besonders dreist ist der Preis. Mazola lässt sich sein Marketing von euch teuer bezahlen. Ihr zahlt oft das Doppelte im Vergleich zu einem Discounter-Rapsöl, aber im Labor zeigt sich, es ist dasselbe industrielle Standardöl. In Labortests der letzten Jahre schnitt Mazola oft nur mittelmäßig ab, weil durch die starke Verarbeitung fast alle natürlichen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe, die Rapsöl eigentlich gesund machen, vernichtet werden. Übrig bleibt reines Fett ohne Nährwert. In den USA kommt dazu noch das Thema Gentechnik, GMO. Während das Öl in Deutschland zwar meist GVO-frei ist, bleibt es ein technisches Produkt aus der Fabrik, kein Naturprodukt. Mein Fazit: aber es ist das Fast Food unter den Ölen zum Premiumpreis. Wenn ihr nur billig braten wollt, findet ihr das Gleiche für die Hälfte des Geldes. Wer aber seine Gesundheit fördern will, sollte wissen: hier kauft ihr Marketing, keine Lebensqualität. Platz 9: Filippo Berio. Auf Platz 9 kommen wir zu einem Namen, der weltweit in den Regalen steht: Filippo Berio. Wer von euch im Supermarkt vor dem Regal steht, lässt sich oft von dem edlen italienischen Design täuschen. Das Logo verspricht Tradition seit 1867, aber beim Rapsöl zeigt diese Weltmarke ihr wahres Gesicht als Meister der billigen Massenabfüllung. Filippo Berio ist spezialisiert auf sogenannte Blends oder großindustrielle Abfüllungen für den Weltmarkt. Das Problem? Transparenz ist hier ein Fremdwort. Während hochwertige Hersteller euch genau sagen, von welchem Feld ihre Saaten kommen, ist dieses Öl ein globales Mischprodukt. Oft werden hier Rapsöle aus verschiedensten Quellen zusammengeschüttet, um den Preis so niedrig wie möglich zu halten. In internationalen Qualitätschecks wird bei solchen Marken immer wieder ein Punkt kritisiert: die Oxidation. Da dieses Öl oft lange Transportwege in riesigen Tanks hinter sich hat, bevor es in die Flasche kommt, beginnt das Fett schon zu zerfallen, bevor ihr die Flasche überhaupt öffnet. Das Ergebnis ist ein Öl, das zwar neutral schmeckt, aber chemisch gesehen bereits an Qualität verloren hat. Genau wie bei Mazola zahlt ihr hier für den prestigeträchtigen Namen, bekommt aber oft eine Qualität, die hinter den streng kontrollierten Eigenmarken der deutschen Discounter zurückbleibt. In den USA wird dieses Öl massiv als gesundes Canola vermarktet, doch wer genau hinschaut, findet ein hochverarbeitetes Industrieprodukt, das bei Null liegt. Mein Fazit: Filippo Berio ist die perfekte Mogelpackung. Schickes italienisches Design außen, aber billigste globale Massenware innen. Wer von euch auf Qualität setzt, lässt sich von diesem Etikett nicht blenden. Platz 8: Bertolli. Auf Platz 8 kommen wir zu einem Namen, bei dem bei mir sofort die Alarmglocken angehen: Bertolli. Bertolli vermarktet seine Rapsöle oft unter Namen wie Brattolivenöl oder Acucina. Das sind Mischungen, bei denen Rapsöl oft den Hauptteil ausmacht. Das Problem hier ist das perfekte Marketing-Blending. Bertolli nutzt das positive Image von Olivenöl, um euch eigentlich billiges, raffiniertes Rapsöl zu einem Premiumpreis zu verkaufen.
Technisch gesehen ist dieses Öl so stark verarbeitet, dass es extrem hohe Temperaturen aushält. Aber genau das ist der Haken. Durch diese extreme Raffination ist das Öl chemisch so gereinigt, dass es keine eigene Seele mehr hat. Es ist ein reines Industrieprodukt. In der Vergangenheit gab es bei Bertolli immer wieder Diskussionen über die Herkunft der Rohstoffe. Woher der Raps kommt, das bleibt oft das Geheimnis des Konzerns hinter der Marke. Für euch bedeutet das, ihr zahlt für einen italienisch klingenden Namen, bekommt aber oft ein anonymes Weltmarktöl, das in riesigen Fabriken zusammengemischt wurde. Es ist kein Zufall, dass Bertolli weltweit einer der größten Player ist. Hier zählt Effizienz und Profit, nicht die handwerkliche Qualität der Saat. Mein Fazit: Bertolli ist der König des Marketings. Sie verkaufen euch ein Gefühl von Mittelmeerküche, aber in der Flasche steckt oft nur industrieller Standard. Wer auf echte Qualität und Transparenz setzt, macht hier einen großen Bogen. Platz 7: Spectrum Naturals. Jetzt verlassen wir den Bereich der industriellen Sorgenkinder und kommen zur Bio-Elite. Spectrum Naturals ist eine Marke, die ihr weltweit findet, vor allem in den USA bei Whole Foods, aber auch in Deutschland über Amazon oder spezialisierte Bio-Importeure. Hier ändert sich der Ton. Spectrum Naturals ist bekannt für Non-GMO Project Verified Canolaöl. Das bedeutet, sie garantieren weltweit, dass keine Gentechnik im Spiel ist, selbst in den USA, wo das fast unmöglich scheint. Was dieses Öl auf Platz 7 hebt, ist die mechanische Pressung. Während Mazzola und Co. Chemie nutzen, um das Öl aus der Saat zu holen, setzt Spektrum auf Druck. Das Ergebnis ist ein deutlich saubereres Öl. Aber warum nur Platz 7? Obwohl es Bio ist, ist es oft Expeller Pressed und trotzdem leicht filtriert, um einen neutralen Geschmack für die Küche zu behalten. Es ist also ein sauberes Funktionsöl. Für euch ist es ein exzellentes Produkt, aber im Vergleich zu unseren Top-Plätzen fehlt hier noch die handwerkliche Tiefe und die frische Garantie regionaler Erzeugung. Mein Fazit: Spektrum ist die Rettung für alle von euch, die weltweit sicher gehen wollen, kein Gentechniköl zu kaufen. Ein grundsolides Bioprodukt, das zeigt, es geht auch ohne Chemiekeule. Platz 6: Brentle Vita Rapsöl. Auf Platz 6 kommen wir zu einer Marke, die in fast jedem deutschen Supermarktregal bei Edeka oder Rewe steht: Brentle Vita. Wenn ihr dieses Öl seht, merkt ihr sofort einen Unterschied zu den Plätzen davor. Es kommt in einer Glasflasche. Das ist kein Zufall und kein bloßes Design. Glas schützt das Öl viel besser vor Licht, dass Weichmacher oder Mikroplastik aus der Verpackung in das Produkt gelangen. Ein riesiger Pluspunkt gegenüber den Plastikflaschen von Mazzola oder Lidl. Brentle ist ein deutsches Familienunternehmen, das weltweit für seine Spezialöle bekannt ist. Was dieses Öl für euch so besonders macht, ist die Vielfalt. Brentle bietet Rapsöl nicht nur als neutrales Fett an, sondern auch mit natürlichem Butteraroma oder angereichert mit wichtigen Vitaminen. Das zeigt, hier wird mitgedacht. Während die globalen Giganten nur auf Masse setzen, versucht Brentle dem Rapsöl einen kulinarischen Wert zu geben. In Sachen Reinheit gehört Brentle zur soliden Oberklasse. Es ist zwar meist raffiniert, um es hitzebeständig zu machen, aber der Prozess ist deutlich schonender als bei der billigen Konkurrenz. Es ist das perfekte Alltagsöl für euch, wenn ihr keine 15 € ausgeben wollt, aber trotzdem weg von der industriellen Billigware möchtet. Mein Fazit: Brentle ist die goldene Mitte. Ehrlich, verlässlich und in der Glasflasche deutlich sicherer als der Plastikdurchschnitt. Ein deutsches Qualitätsprodukt, das zeigt, wie es richtig geht. Platz 5: Vitador. Auf Platz 5 haben wir eine Marke, die wirklich fast jeder von euch schon einmal im Einkaufswagen hatte: Vitador von Lidl. Da Lidl ein globaler Gigant ist, findet ihr dieses Öl nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Großbritannien und fast ganz Europa. Warum landet ein Discounteröl so weit oben in meinem Ranking? Ganz einfach. Die Labortests der letzten Jahre haben immer wieder gezeigt, dass Lidl seine Hausaufgaben macht. Während teure Marken oft bei den Schadstoffen patzen, ist das Rapsöl von Lidl technisch gesehen meistens extrem sauber. Keine nennenswerten Pestizide, kaum Mineralölrückstände. Wir reden hier von einem reinen Industrieprodukt. Es ist raffiniert, es ist in Plastik abgefüllt und es hat absolut null Eigengeschmack.
Es liefert euch Omega-3-Fettsäuren und hält die Hitze in der Pfanne aus. Aber kulinarisch ist es eine Nullnummer. Ein weiterer wichtiger Punkt für mein globales Publikum: die Qualität kann schwanken. Da Lidl riesige Mengen einkauft, kommen die Saaten mal aus Deutschland, mal aus Osteuropa oder Übersee. Wer von euch dieses Öl kauft, bekommt die sichere Basis, aber keine Seele und keine handwerkliche Qualität. Mein Fazit: Vitador ist der Preis-Leistungssieger für alle von euch, die sparen müssen. Es ist sicher, es ist sauber, aber es ist eben auch langweilig und industriell. Ein solider Platz 5 für den globalen Allrounder. Platz 4: Bellasan. Auf Platz 4 steht Bellasan, die Eigenmarke von Aldi. Genau wie Lidl ist Aldi ein Weltkonzern und Bellasan ist das Rapsöl, das Millionen von Haushalten weltweit nutzen. Aber warum steht Aldi hier einen Platz über Lidl? Die Antwort liegt in der Konstanz. In fast allen großen deutschen Verbrauchertests der letzten Jahre hat Aldi oft die Nase vorn, wenn es um die sensorische Qualität geht. Während viele Billigöle einfach nur nach nichts schmecken, bescheinigen Tester dem Aldi-Rapsöl oft eine noch reinere, frischere Note im Abgang. Technisch gesehen ist Bellasan extrem streng kontrolliert. Aldi nutzt oft regionale Abfüller für die jeweiligen Märkte, was die Transportwege verkürzt und das Risiko von Oxidation und Mineralölbelastung minimiert. Das Laborurteil lautet hier meistens sehr gut bei den Inhaltsstoffen. Ihr bekommt hier für wenig Geld ein Öl, das chemisch gesehen oft sauberer ist als Produkte, die das Dreifache kosten. Trotzdem müssen wir ehrlich bleiben. Es bleibt ein raffiniertes Öl in einer Plastikflasche. Es ist für die Massenproduktion optimiert. Wenn ihr ein Öl sucht, das nicht nur zum Braten da ist, sondern auch wertvolle Pflanzenstoffe für die Zellgesundheit liefert, müsst ihr noch eine Stufe höher steigen. Mein Fazit: Bellasan ist das beste Beispiel dafür, dass billig nicht gleich schlecht bedeutet. Es ist das sicherste Basisöl für den Alltag, das man weltweit in einem Discounter finden kann. Platz 3: Alnatura Bio Rapsöl. Auf Platz 3 verlassen wir die Welt der industriellen Raffination. Alnatura ist eine Marke, die in Europa den Goldstandard für Bioprodukte im Supermarkt gesetzt hat. Wenn ihr diese Flasche öffnet, merkt ihr sofort: hier ist etwas anders. Während die Plätze davor chemisch oder thermisch gereinigt wurden, ist dieses Öl kaltgepresst und nativ. Das bedeutet, die Rapsaat wird ohne äußere Hitzezufuhr mechanisch gepresst. Warum ist das so wichtig? Nur so bleiben die wertvollen Begleitstoffe erhalten, allen voran das natürliche Vitamin E und die sekundären Pflanzenstoffe, die euer Körper braucht, um Entzündungen zu hemmen. In den Analysen punktet Alnatura regelmäßig mit extremer Reinheit. Hier gibt es für euch keine Diskussionen über Gentechnik oder aggressive Lösungsmittel wie Hexan. Das Öl hat eine wunderschöne goldgelbe Farbe und einen leicht nussigen, ehrlichen Geschmack. Es ist kein totes Öl, sondern ein lebendiges Produkt. Ein kleiner Kritikpunkt, den ihr wissen müsst: Kaltgepresste Öle wie dieses sind nicht für extrem hohes Erhitzen über 130 Grad Celsius bis 190 Grad Celsius je nach Rauchpunkt gedacht. Es ist ein Öl für eure bewusste Küche, für Salate oder zum sanften Dünsten. Mein Fazit: Alnatura zeigt, dass ihr für einen fairen Preis ein absolut sauberes, naturbelassenes Bioöl bekommen könnt, das in Sachen Gesundheit die industriellen Giganten meilenweit hinter sich lässt. Platz 2: Rapunzel. Auf Platz 2 steht ein echtes Urgestein der Bio-Bewegung: Rapunzel. Das ist nicht nur eine Marke, die ihr in jedem deutschen Bioladen findet. Rapunzel ist ein globaler Botschafter für höchste Reinheit und wird weltweit für seine kompromisslose Qualität geschätzt. Was macht Rapunzel anders als den Rest? Es ist das Prinzip der Werterhaltung. Während andere Biomarken oft nur auf das Siegel schauen, geht Rapunzel einen Schritt weiter. Das Rapsöl ist nicht nur kalt gepresst, sondern wird oft im speziellen Oxigat-Verfahren hergestellt. Das bedeutet, das Öl wird unter Ausschluss von Licht, Luft und Wärme gepresst und abgefüllt. Warum ist das der entscheidende Vorteil? Rapsöl ist extrem empfindlich. Sobald Sauerstoff oder Licht an die wertvollen Omega-3-Fettsäuren gelangen, beginnen sie zu oxidieren. Das Öl wird alt, noch bevor ihr es kauft.
Rapunzel schützt diese inneren Werte wie einen Schatz. Das Ergebnis ist ein Öl mit einer biologischen Wertigkeit, die man im Supermarkt kaum findet. Zusätzlich setzt Rapunzel auf faire Partnerschaften mit den Landwirten und extrem strenge Laborkontrollen, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Hier gibt es keine Kompromisse bei Pestiziden oder Mineralölen. Ihr bekommt die reine Kraft des Feldes direkt in die dunkle Glasflasche. Mein Fazit: Rapunzel ist für alle von euch, denen Bio nicht genug ist. Es ist ein High-End-Produkt für Menschen, die Rapsöl als echtes Heilmittel und Nährstoffquelle für ihr Herz und ihr Gehirn betrachten. Bevor wir zu Platz 1 kommen, noch ein extrem wichtiger Punkt für eure Gesundheit. Der größte Fehler ist es, ein hochwertiges, kalt gepresstes Öl wie Rapunzel oder Alnatura in der Pfanne rauchen zu lassen. Wenn ein natives Öl, merkt euch, kalt gepresst für Salate und sanftes Dünsten, raffiniert für das scharfe Anbraten. Benutzt eure teuren Öle niemals falsch. Platz 1. La Tourangelle. Wir sind am Ziel angekommen. Diese Marke ist eine Legende und stammt ursprünglich aus dem französischen Loiretal. Heute ist sie ein globaler Star, der in den USA, Europa und Asien als das Maß aller Dinge gilt. Das war mein globales Ranking der 10 bekanntesten Rapsöle. Ich hoffe, das hilft euch bei eurem nächsten Einkauf, die richtige Entscheidung für eure Gesundheit zu treffen. Wenn ihr das Video wertvoll fandet, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir die nächsten Lebensmittelgiganten unter die Lupe nehmen. Bleibt kritisch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.